Bereit für die Zukunft? In diesem spannenden Video zeigen wir dir unglaubliche fliegende Motorräder und persönliche Flugmaschinen, die dein Denken über Mobilität völlig verändern werden. Technologie, die die Schwerkraft herausfordert. Innovationen, die du gesehen haben musst. Im Jahr 2032 erreichte die urbane Mobilität eine neue Dimension mit dem Volin Airbike, einem schlanken, elektrisch betriebenen, senkrecht startenden Luftfahrzeug für eine Person. Entwickelt von ehemaligen Luft- und Raumfahrtingenieuren, schwebt das Airbike mit Doppelrotoren und Ki-gestützter Stabilisierung über verstopften Straßen bei bis zu 120 km pro Stunde. Der Antrieb erfolgt über eine Festkörperbatterie mit 25 Minuten Flugzeit pro Ladung. Wechselbare Energiekerne ermöglichen längere Einsätze. Wahlweise autonom oder manuell steuerbar, kartieren Sensoren und Navigationssoftware die Umgebung in Echtzeit. Noch im Prototypstadium wird der Preis auf etwa $290.000 geschätzt. In einer beeindruckenden technischen Leistung hat das japanische Startup Ali Technologies das Sturismo Hoverbike vorgestellt, ein Hybrid aus Motorrad und Fluggerät. Mit 6 Rotoren, darunter 2 Haupt- und 4 kleinere Stabilisierungspropeller, ermöglicht es stabilen Auftrieb und präzisen Flug. Der leichte Rahmen aus Kohlefaser erlaubt Geschwindigkeiten zwischen 60 und 100 km pro Stunde bei bis zu 40 Minuten Flugzeit, abhängig von Wetter und Zuladung. Obwohl noch nicht straßenzugelassen, ist das Hoverbike für Privatgelände, Rennstrecken und Notfalleinsätze konzipiert. Es ist bereits vorbestellbar und kostet rund $555.000, ein futuristisches Flugerlebnis der Extraklasse. Die Kia Atmos ist ein bahnbrechendes solarbetriebenes UAV, entwickelt vom neuseeländischen Unternehmen Kia Aerospace. Das unbemannte Fluggerät operiert in der Stratosphäre zwischen 15.000 und 20.000 Metern Höhe, weit über dem kommerziellen Flugverkehr. Mit einer Spannweite von 12,5 Metern und einem Gewicht von unter 40 Kilogramm wurde es für extrem lange Einsatzzeiten konzipiert. Künftige Modelle sollen monatelang in der Luft bleiben. Haupteinsatzbereiche sind hochauflösende Umweltüberwachung, Katastrophenhilfe, maritime Sicherheit und Telekommunikation. Die Kia Atmos bietet eine kostengünstige und dauerhafte Alternative zu Satelliten, ein echter Schritt in die Zukunft der Luftfahrt. In einer Welt, in der Schwerkraft optional ist, wagt Mansory lauter zu träumen mit dem Mansory fliegenden Hypercar. Eine gewagte Fusion aus Automobilaggression und luftiger Eleganz, bekannt für die Neudefinition von Luxus-Supersportwagen. Der Prototyp wirkt wie aus der Zukunft entsprungen, ausgestattet mit einem hybriden Antriebssystem, Turbomotor für Straßenkontrolle und elektrischer VTOL-Antrieb für den Start. Gefertigt aus leichtem Kohlefaserverbund, mit scharfen aerodynamischen Linien, Schmetterlingstüren und einem Cockpit wie ein Tarnkappenjäger. Straßengeschwindigkeit über 250 Meilen pro Stunde, Fluggeschwindigkeit etwa 300 km pro Stunde. Preis wird auf $2 bis $3,5 Millionen geschätzt. In einer Welt, in der Räder nicht mehr die Bewegung definieren, tritt der Cyclero X1 als fliegendes Wunder auf den Plan. Ein persönliches Luftbike mit Rotorantrieb für Wagemutige. Inspiriert von der Flugmechanik von Insekten und unterstützt durch fortschrittliche zyklische Rotorentechnologie, hebt dieses Konzept senkrecht wie eine Drohne ab und gleitet mit der Agilität eines Falken. Entwickelt von der Technischen Universität München verfügt der Prototyp über 4 rotierende Zyklorotoren für präzise Steuerung.
Mit einer erwarteten Höchstgeschwindigkeit von 70 km pro Stunde und einer Flugzeit von 20 bis 30 Minuten bietet er einen spannenden Ausblick auf die urbane Luftmobilität von morgen. Geplanter Preis: 400.000 bis 600.000 US-Dollar. Die Doroni H1X ist ein elektrisch angetriebenes VTOL-Flugzeug für 2 Passagiere, entwickelt von Dawn Aerospace in Florida. Bekannt als Hummingbird, steht sie für fortschrittliche Luftmobilität mit Anwendungen im privaten und geschäftlichen Reiseverkehr, Notfallmedizin, Rettung, Feuerwehr, Luftfracht und militärischen Einsätzen dank geringer Geräusch- und Wärmesignatur. Sie verfügt über Tieftauchpropeller zur Geräuschreduzierung und Sicherheit, intuitive Joystick-Steuerung mit Start- und Landebuttons, ein selbststabilisierendes Flugsteuerungssystem, autonome Navigation und 360-Grad-Kollisionsvermeidung sowie die Möglichkeit der Fernsteuerung. Die H1X definiert intelligente und nachhaltige Luftfahrt neu. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer kleinen Plattform, ohne Sitz oder Sicherheitsgurt, und fliegen frei durch die Luft mit über 130 km pro Stunde. Das ist die Realität mit dem S-Fly von Zapata, einer Revolution im Bereich des persönlichen Fliegens. Der S-Fly nutzt kleine Jet-Triebwerke und ermöglicht es den Nutzern, auf einer Plattform mit Handsteuerung zu stehen, was das Fliegen auch für Anfänger einfach und sicher macht. Er wurde entwickelt, um stabiler und benutzerfreundlicher zu sein als frühere Modelle wie das Flyboard Air und ist somit für eine breite Nutzergruppe geeignet. Der S-Fly ist ein mutiger Schritt in Richtung Zukunft des persönlichen Fliegens und eröffnet neue Möglichkeiten für Mobilität, Unterhaltung und sogar Notfallanwendungen. Mit fortschreitender Entwicklung könnten wir dieses Gerät bald in verschiedenen Einsatzbereichen sehen. Der Altovolo Sigma ist ein bahnbrechendes persönliches Hybrid-Elektro-VTOL-Flugzeug mit 3 Sitzplätzen. Mit einer beeindruckenden Reichweite von 800 Kilometern und einer Reisegeschwindigkeit von 220 Meilen pro Stunde übertrifft es viele bestehende EVs. Das hybride, kippbare Jet-Antriebssystem sorgt für hohe Effizienz und ist mit über 80% weniger Lärm als herkömmliche Hubschrauber besonders leise, ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Das kompakte Design mit einer Breite von nur 4,8 Metern und einem Gewicht von 980 Kilogramm ermöglicht Landungen auf Einfahrten, Dächern und Yachten, ganz ohne traditionelle Flughafeninfrastruktur. Das Arca-Board revolutionierte 2015 die persönliche Mobilität. Dieses elektrische Hoverboard nutzt 36 leistungsstärke Düsengebläse mit einer Gesamtleistung von bis zu 272 PS und kann Personen mit einem Gewicht von bis zu 110 Kilogramm tragen. Es schwebt etwa 30 cm über dem Boden, erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 20 km pro Stunde und bietet eine Flugzeit von bis zu 6 Minuten. Die Steuerung erfolgt per Smartphone-App oder durch Körperbewegungen. Gefertigt aus hochwertigen Verbundwerkstoffen aus der Luft- und Raumfahrt, lag der Preis bei rund 14.900 US-Dollar, mit optional erhältlicher Ladestation. Das ist nicht einfach ein Motorrad mit Flügeln. Der Speeder ist ein jetbetriebenes Meisterwerk mit Luftfahrt-DNA. Ausgestattet mit 4 kompakten Turbojet-Triebwerken bietet er VTOL-Fähigkeiten und kann praktisch von jeder Oberfläche starten. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 240 km pro Stunde und einer Flughöhe von über 15.000 Fuß beeindruckt er durch Leistung und Leichtigkeit. Das Chassis aus Carbonfaser und Titan sorgt für Stabilität bei minimalem Gewicht. Gesteuert wird er über ein Fly-by-Wire-System mit Joystick.
Die Flugzeit beträgt je nach Zuladung und Bedingungen 10 bis 20 Minuten. Das Projekt EHN 184 von der chinesischen Firma EHang war ein Meilenstein in der Welt des Personentransports. Es handelt sich um das weltweit erste elektrisch betriebene, autonome Luftfahrzeug für Passagiere, das 2016 auf der CES vorgestellt wurde. Mit 8 Rotoren und Elektromotoren konnte es eine Person bis zu 100 Kilogramm für etwa 23 Minuten mit einer Reisegeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde befördern. Das Beste: Für den Flug ist kein Pilotenschein nötig. Die Zieladresse wird einfach per Smartphone-App eingegeben, und das Fluggerät übernimmt den Rest. Ein Blick in die Mobilität von morgen. Die Hero Flyerman 03 ist kein gewöhnlicher Multicopter. Sie ist ein vollwertiges elektrisches Luftfahrzeug, speziell entwickelt für den Einsatz im Entertainment- und Marketingbereich. Ihr modulares Design erlaubt es, dass jede Antriebseinheit samt Batterie und Elektronik unabhängig funktioniert. So bleibt das Fluggerät auch bei einem Ausfall sicher in der Luft. 2 voneinander unabhängige, stromversorgte Stabilisierungssysteme sorgen für maximale Kontrolle, ganz ohne GPS, Barometer oder Funkverbindung. Für höchste Sicherheit erhält der Pilot über seinen Helm Vibrationssignale zur Systemüberwachung, ohne auf Instrumente schauen zu müssen. Stellen Sie sich ein Elektromotorrad vor, das sich per Knopfdruck in eine Flugmaschine verwandelt. Genau das bietet die Lamoto Volante LMV 496, entworfen vom französischen Designer Ludovic Lazaret. In jeder Radnabe steckt ein Düsentriebwerk mit insgesamt rund 1300 PS Schub. Im Flugmodus klappen sich die Räder hydraulisch aus, und die Maschine hebt für bis zu 10 Minuten ab. Der aktuelle Prototyp schwebt etwa 1 Meter über dem Boden, doch weitere Verbesserungen sind bereits in Arbeit. Für maximale Sicherheit ist jedes Rad mit einem eigenen Fallschirm ausgestattet. Die Blackwing 635 RG aus Schweden ist ein Hochleistungs-Ultraleichtflugzeug mit schlankem Design, Carbonfaserzelle und einziehbarem Fahrwerk. Sie erreicht eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 370 km pro Stunde und wird von einem Rotax-Motor mit bis zu 141 PS angetrieben. Das Cockpit ist mit modernster Garmin-Avionik ausgestattet, einschließlich des G3X Touch-Displays und Autopilot. Die Maschine bietet eine schnelle Steigrate, kurze Start- und Landestrecken und eignet sich sowohl für sportliche als auch für längere Tourenflüge. Wer hätte gedacht, dass man eines Tages ein Fluggerät steuern kann, das wie aus einem Science-Fiction-Film wirkt? Der Skysurfer macht genau das möglich. Das elektrische Ein-Personen-Fluggerät nutzt 8 geschützte Elektrolüfter, um sanft durch die Luft zu gleiten. Es erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 96 km pro Stunde und bleibt 25 bis 30 Minuten in der Luft, mit nur einer Akkuladung. Beeindruckend ist auch die Nutzlast von rund 225 Kilogramm, genug für eine erwachsene Person und leichtes Gepäck. Der Rahmen besteht aus leichtem, aber stabilem Carbonfaser-Verbundmaterial.
Der Scorpion 3 von Hoversurf vereint Drohne und Superbike zu einer radikalen persönlichen Flugmaschine. Mit einem leichten Carbonrahmen ausgestattet, verfügt er über 4 leistungsstarke elektrische Propeller und ein digitales Steuerungssystem für manuelles und halbautonomes Fliegen. Das Gefühl ist roh und aufregend, wie ein mechanisches Biest in der Luft zu bändigen. Er erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 70 km pro Stunde und kann in etwa 5 Metern Höhe schweben, wobei in Tests auch höhere Höhen möglich sind. Die Flugzeit beträgt je nach Fahrergewicht und Bedingungen 15 bis 25 Minuten. Ein aufregendes Erlebnis für die persönliche Luftfahrt der Zukunft.